So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crimes and Punishment. Ich habe Sherlock Holmes vergessen, aber egal, ihr wisst, welches Spiel wir seit, keine Ahnung, wie viele Folgen spielen. Und wir haben in der letzten Folge den, ich glaube, vierten Fall abgeschlossen. Ja, genau, das stimmt, es war der Schwarze Peter, Bahnhof, Blutbad und jetzt die Affäre Abbey Grange. Das heißt, wir werden uns den 5. Fall widmen. Und wir sehen können, wir sind sehr mitfühlend. Also unser Herz wird immer größer. Und ich habe jetzt 5 Minuten das reden lassen, weil ich mir noch was zu essen geholt habe. Und ja, die Fallstatistik, die gibt's einfach nicht. Also wahrscheinlich kann ich eine halbe Stunde lang das reden lassen und trotzdem wird mir nichts angezeigt. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie der 5. Fall aussehen wird. Weil das war jetzt, glaube ich, der kürzeste Fall. Ich glaube, da gingen nur 3 Folgen. Aber ich glaube, von der Zeit insgesamt war es der bisher kürzeste Fall. Vox Populi Fandel. Ja, das Drama von Kew Gardens. Oh, ich liebe Drama. Solange Drama mich nicht mit selbst involviert, liebe ich Drama. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Warte mal. Oh Gott, ja, warum denn auch nicht? Toby reicht wahrscheinlich nicht. Toby! Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Gut. Souvenirs. Silbergabel mit dem Wappen von Abbey Grange. Stimmt, stimmt, wir haben ja jetzt hier auch noch, hier die Briefe. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jedem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn und ich rede von Captain Jack Crocker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne Sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtungsvoll Mary Brackenstall. Sehr schön. Freut mich. Und jetzt geht's. Wir müssen noch Pflanzen finden, ja. Wer kennt's nicht? Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Oh
guck mal, der wird gerade richtig angeschissen. Komm, wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Watson, das Drama will ich mir nicht antun. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were Oh Gott, er fängt gleich an zu Thank heulen. you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Do not touch. The Aufstellungsaufbau. plants were here. All of them were stolen. Hinweis steht, do not touch. Do not touch. Guck mal, wie süß die Luftballons hier aussehen. Ja, oh, Watson, warum geht jetzt immer rückwärts? Pflanzenliste. Here is a list of the stolen plants. Sieht aber cool aus. Was steht da? Plants from the east and the land of the rising sun. Okay, also Pflanzen aus dem Osten und und vom Land oder ja, aus dem Osten und vom Land der aufstehenden Sonne. Aufgehenden Sonne. Auferstanden ist. Oh Gott, das hätte auffallen. Zu übersetzen. So, haben According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. wir auch noch Blut. Blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. So, Details, Fußspuren. The traces are thinner in some places. Dann haben wir hier große schwarze These Spuren. marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Scherben. Soil. It should have come from a flower pot. Blumenerde. Soil. It should have come from a flower pot. Fragments of a flower pot.
Ja. It fell down here. Ja, wollen wir vielleicht noch eine Probe mitnehmen? So, was haben wir hier? Wie das so rückwärts geht. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Louisiana. Yes, the bayou. Oh ja, der Bayou, den I kennen wir remember ja. our visit in the case of Oh the ja, das stimmt. Das stimmt. Muss ich jetzt nicht hier? Ach so, hier war noch was. Zerbrochener Topf untersuchen. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Tür untersuchen, okay. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Schädiges Türschloss. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Das kann man ja so suchen. Tür aufbrechen. Am Becken. Ah, ja. Ja. Ach so. 2, 3. Ja. Ach so. Dann ist... Nee, hä? Gibt's hier hinten noch irgendwas? Nö. Trotzdem spielen wir mit Topf umschmeißen und dann 3. Ja. Ich muss die auch einmal komplett sehen, das kann natürlich auch sein. Ah, jetzt. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Ja, das auf jeden Fall. War das hier? Bin ich gerade hier rausgegangen? Warte mal, es war dabei. Boah, warte, das bin ich. Okay. Oh, Watson. Warte mal. Nein, der war wahrscheinlich hier. Oh, guck mal. Eine Fleischfliegenfalle aus Singapur. British India. Guck mal. Gab es eigentlich auch ein Pokémon? Doch, stimmt. So ein Pokémon hatte das als Kranz. Was? Myrapla? These plants come from all the territories of the British Empire. Oh, guck mal, Kakteen aus Australien. Very. Oh, warte. Ah! Habe ich das über... According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. The Putzmittel. smell is strong. It is a detergent. Steinsplitter. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment Steinsplitter. of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. These Fensterscheiben. windows were perfectly cleaned. Part Ja. of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Leergeräumtes Kolonialhaus. Sune war eingesperrt.
Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montague-Duns Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Fall oder ein tragischer Unfall? Na, wahrscheinlich war das einfach, ich will nicht sagen giftiges Putzmittel, aber was halt auf die Atemwege geht und er wollte halt einfach schnell raus. War aber zugeschlossen, weil jemand ihn vielleicht ersticken lassen wollte. Oder irgendwas in der Richtung und dann, ja, haben wir den Salat. Und wo ist denn jetzt hier der Sohnemann? Der war doch hier auch irgendwo. Oh, ist ja schön. Das sind ja große Kakteen. Sind ja cool. Ich habe es ja fertig gebracht, also ich nicht wirklich, sondern eher meinen Kaktus, den ich hatte. Den hatte ich schon, wie lange hatte ich den denn? 8 Jahre? Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und da hat sich eigentlich immer wohl bei mir gefühlt, bis er eines Tages vor einem Jahr auf einmal ganz grau geworden ist. Und er hat dann auch solche kleinen, ich will nicht sagen Bläschen gehabt. Es sah auf jeden Fall aus wie so eine Art Schimmelbefall. Aber es war eigentlich kein Schimmel. Und er ist dann halt immer grauer geworden und ist dann eingefallen. Und ich dachte mir so, alter Falter, jetzt gehen schon Kakteen oder ein Kaktus bei mir ein, wo ich nicht weiß, woran es gelegen hat, weil der hat sich ja die ganze Zeit wohlgefühlt. Der hat auch, nicht, ich weiß gar nicht, der hat, glaube ich, nicht geblüht, aber auf jeden Fall hatte der immer eine kräftige Farbe und war immer wohl genährt, aber irgendwie, weiß nicht, ist er dann gestorben. Das fand ich sehr traurig. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Gott, ist das groß. Warum hat denn jetzt hier den Freund Blase? Der war doch hier im Kolonialhaus, oder? Eigentlich. Warte mal. Gehen wir kurz auf die andere Seite. Water Lily Greenhouse. Ja, Seerosen. Sieht wirklich wunderschön aus. Hier kam ja nicht weiter, ne? Hier hatten wir keine Tür. Ach, da ist er Watson schon wieder. Da. Stimmt, hinter Regenwald, oder? So Tropen, ne? Wo ist denn hier mein Freund? Der war doch hier irgendwo, dachte ich. Oder ist er draußen? Can I help you, gentlemen? Ach Gott, der tut mir... Och Mann, och, ich will die alle knuddeln. Und sagen, dass alles gut wird. Mehr oder weniger. Farmhouse. Och Mann. Gerüttete Augen, hat vor kurzem geweint, tief traurig. Beim Rasieren geschnitten. Och Mann. Saubere Hände. Arbeiten Sie hier? Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Watson. Der macht mich fertig. Aufgabenliste. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed. Ach Gott, der Arme. Muss die ganzen Aufgaben übernehmen, die keiner freiwillig machen möchte. So, jetzt sind wir wieder hier. Und wir wären wahrscheinlich dann hier rausgekommen.
Nursery. Nursery. Anzuchtshaus. Locked. Ah, verdammt. Habe ich mir auch gerne mal angeschaut, wieso die Pflanzen herangezüchtet werden. Die wollen wahrscheinlich ein bisschen Privatsphäre haben, ist ja ganz verständlich. Oh Gott, es geht ja hier noch weiter. Karte von Kew Garden. Colonial Collection. Seed House. Nursery. Nursery. Director's Bürogebäude. Office, Cloakroom and Laboratory. Hier genau, Palmhaus. Palmhaus. Water Lily Greenhouse. Ah, da bin ich hier. Ah, Dry Tropics. okay. Da haben wir alles. Locked. Ah, verdammt, dann hätte ich ja wenigstens gucken können. Sieht aus. Locked. Ist auch locked. Warum ist denn das ja alles abgeschlossen? Gefällt mir gar There is a nicht. smell of burning. Mhm. Ja, dezent. Bisschen. Es riecht ein bisschen nach Feuer. Gehen wir durch. Feuerstelle. Verbrochener Topf. Verbrochener Topf. Ah, Blumentopf. The symbol is not from Kew Gardens. Hm. A broom handle was half burned. The Bilderrahmen. remains of a picture frame. Schutzmaske. Gottes A Willen. protective mask. Oh. Eingesenkte Someone set it Maske. alight, but it did not burn. Hm. The Pflanzenüberreste. plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Begriff. Door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The Das door stimmt. handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Aber die man wahrscheinlich Spuren verbrennen, verwischen. Und die Frage, warum? Sieht echt toll aus. Hätte ich keine Gräserallergie, würde mir die Arbeit wahrscheinlich ja auch sehr viel Spaß bereiten. Ach, genau. Achso, hier wäre ich dann rausgegangen. Okay. So, hier kommen wir dann nicht hin. Kommen wir hier hin? Ah. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Antrieb der A Belüftungsanlage. ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. So, das haben wir auch. So, ich bin wieder raus. Können wir noch in die Bürogebäude rein? Locked. Nein, hier nicht. Aber wir können mit ihm noch mal reden, bevor wir uns dann weitermachen. Locked. Oder? Den guten Martin. Duns Tod. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Türschlüssel. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Kurzsichtige, billige Brille. Dreckiger Kragen. Unverheiratet. Ja, der hat seine Pflanzen geheiratet, ne? Also eine Sache fehlt noch. Hände eines Gärtners. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Ach, Scotland Yard müssen wir. Und müssen, aber ich würde erstmal sagen, dass wir in unserem Archiv rumstöbern. Guck mal, da fehlen gar nicht mehr so viele. Oh, Captain Jack Rocker.
Albert Dune ist ein nervös und ängstlich junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen- und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot, offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Martin Hämig ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners dreckig und geschwollen. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifokalbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Warum wird das hier erwähnt? Hämig arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehmer machen würde. Er lebt allein. Warum wird denn jetzt so auf das Äußere gegangen? Aber egal. Wir werden in der nächsten Folge also natürlich die Autopsie, stimmt, die Autopsie müssen wir durchführen, das habe ich schon wieder vergessen, und müssen auf jeden Fall hier in unserem Archiv graben. Das werden wir gleich als nächstes tun. Danach begeben wir uns nach Scotland Yard, um die Autopsie durchzuführen. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.